Stellt euch einen Korb vor, geflochten aus gewöhnlichen Zeitungen, aber robust und dazu noch wasserfest. Denkt ihr, das ist unmöglich? Ich zeige euch jetzt, wie ihr dieses Wunder mit euren eigenen Händen schaffen könnt. Für erstaunliche Körbe braucht ihr zuerst Zeitungsröhrchen, das Hauptmaterial für dieses tolle Handwerk. Ihr könnt für die Zeitungsröhrchen eigentlich jedes Papier mit geringer Dichte nehmen, zum Beispiel Zeitungen oder Werbebroschüren. Als nächstes schneiden wir die Zeitung in gleichmäßige Streifen und drehen jeden davon zu einem Röhrchen. Ihr braucht einen dünnen und festen Stab, zum Beispiel eine Stricknadel oder etwas Ähnliches. Die Stricknadel platziert ihr an der rechten unteren Ecke des Blattes in einem scharfen Winkel, fast parallel zum Papierblatt. Nun wickelt ihr das Papier mit leichten Fingerbewegungen um die Stricknadel. Zum Schluss klebt ihr noch eine kleine Papierecke mit normalem Bürokleber fest. Als nächstes nehmt ihr die Stricknadel aus dem Röhrchen. Jetzt wiederholt ihr diesen Vorgang für jedes Papierblatt. In der Beschreibung zu diesem Video findet ihr einen Link zu meinem ausführlichen Tutorial über das Drehen von Zeitungsröhrchen. Darin erkläre und zeige ich alle Feinheiten und Geheimnisse dieses Prozesses ausführlich. Für dieses Projekt habe ich 2 verschiedene Arten von Zeitungsröhrchen vorbereitet. Das ist nicht notwendig, ich wollte einfach verschiedene Röhrchen in einem Projekt ausprobieren. Für einige Zeitungsröhrchen habe ich gewöhnliche Zeitungen verwendet. Diese Zeitungsröhrchen sind ziemlich dünn und kurz geworden. Andere Zeitungsröhrchen habe ich aus Werbebroschüren gedreht und diese Zeitungsröhrchen haben universelle Größen, aus denen ich persönlich gerne verschiedene Projekte flechte. Am Ende des Videos werde ich meine Eindrücke über die Entscheidung teilen, Zeitungsröhrchen in verschiedenen Größen zu verwenden. Ich habe die Zeitungsröhrchen auch in verschiedenen Farben gefärbt. In Weiß und Braun. Für die weiße Farbe habe ich Acrylfarbe mit Wasser im Verhältnis 1:2 Meerwasser gemischt. Ich habe die Röhrchen mit der entstandenen Lösung in 2 Schichten gestrichen. Für den Alterungseffekt habe ich verschiedene Farben von Voll- und Abtönfarbe verwendet. Mit einem trockenen Pinsel und einer kleinen Menge Farbe habe ich diese dann einfach auf den Zeitungsröhrchen verteilt. Für die braune Farbe habe ich zu Hause selbst Beize hergestellt. Ich habe die Beize aus dekorativer Mulch gekocht und danach die Zeitungsröhrchen in der entstandenen Lösung gefärbt. Im Grunde ist meine selbstgemachte Beize einfach gefärbtes Wasser. Daher kräuseln sich beim Biegen der Zeitungsröhrchen die Papierschichten. Das ist nicht gut. Um alle Papierschichten in den Röhrchen zu verkleben, habe ich sie noch mit einer weiteren Schicht, transparentem Holzlack, verdünnt mit Wasser, im Verhältnis 1:2 Meerwasser, gestrichen. In der Beschreibung findet ihr Links zu ausführlichen Anleitungen, wie ihr Zeitungsröhrchen in diesen Farben färben könnt. Bevor ihr direkt mit dem Flechten von Körben aus Zeitungsröhrchen beginnt, müssen sie in einen bestimmten Zustand gebracht werden, damit sie flexibel sind. Flexible Zeitungsröhrchen erleichtern den Flechtprozess erheblich. Zudem sorgen das Fehlen von scharfen Biegungen und Knicken dafür, dass die Körbe ordentlich und sauber aussehen. Das Hauptgeheimnis solcher flexiblen Zeitungsröhrchen ist ein leicht feuchter Zustand. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Zeitungsröhrchen leicht feucht zu machen. Eine der Methoden ist das erneute Befeuchten in warmem Wasser. Die gefärbten und vollständig getrockneten Röhrchen werden für eine Weile in warmes Wasser getaucht, bis sie weich werden. Danach werden die leicht feuchten Zeitungsröhrchen in ein Material eingewickelt, das keine Feuchtigkeit durchlässt, wie zum Beispiel eine Tüte, Frischhaltefolie oder sogar Haustierwindeln.
Für das komfortable Verlängern der Zeitungsröhrchen während des Flechtens müssen ihre Spitzen vollständig trocken sein. Sobald die Spitzen der Zeitungsröhrchen trocken sind, kann geflochten werden. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu einem detaillierten Tutorial über die Vorbereitung der Zeitungsröhrchen vor dem Flechten von Körben. Jetzt, wo alle Materialien bereit sind, möchte ich euch mit einer erstaunlichen Flechttechnik für Körbe bekannt machen, die sich grundlegend von den am häufigsten verwendeten klassischen Techniken unterscheidet. Diese Technik heißt Wurzelgeflecht. Manchmal wird sie auch als spiralförmiges Flechten aus Wurzeln bezeichnet. Der Name kommt vom Hauptmaterial, das für das Flechten dieser Körbe verwendet wird, nämlich die Wurzeln verschiedener Pflanzen, hauptsächlich Baumwurzeln. Im Gegensatz zum klassischen Flechten, bei dem jede Reihe über der vorherigen gebildet wird, indem die Ständer miteinander verflochten werden, wird beim Wurzelgeflecht jedes Element mit dem vorherigen verflochten, wodurch eine starke Verbindung entsteht. Jetzt, wo wir wissen, worin der Hauptunterschied besteht, können wir zum praktischen Teil übergehen. Und wir flechten jetzt einen runden Korb in der Technik des Wurzelgeflechtes. Zum Flechten werde ich weiße Zeitungsröhrchen als Führung, Alternative zu den Ständern, verwenden. Und die braunen Zeitungsröhrchen werden mein Arbeitsröhrchen sein. Die Zeitungsröhrchen sind leicht feucht und die Spitzen sind vollständig trocken. Auch die Ahle ist ein wichtiges Werkzeug in dieser Technik. Wenn ihr keine Ahle zur Hand habt, könnt ihr auch eine Stricknadel, einen Holzspieß, einen Schraubendreher oder sogar eine Manikürschere nehmen. Also etwas, das robust ist und eine konische Spitze hat. Das Flechten beginnt mit der Bildung einer Spirale. Aber zuerst bereite ich das Arbeitsröhrchen vor. Ich spitze das dünne Ende an und drücke das Zeitungsröhrchen über die gesamte Länge zusammen, damit es flexibler und geschmeidiger wird. Auch das weiße Zeitungsröhrchen, das meine Führung sein wird, drücke ich über die gesamte Länge zusammen. Und beginne, es um einen Marker zu wickeln, um eine Spirale zu bilden. Der Marker hilft dabei, ein kleines Loch in der Mitte der Spirale zu formen. Ihr könnt statt eines Markers auch einen Stift, Bleistift, eine dicke Stricknadel usw. verwenden. Ich drücke den Anfang des Zeitungsröhrchens fest und wickle eine neue Windung der Spirale parallel zur vorherigen. Drei Windungen sind ausreichend, um den Marker aus der Mitte der entstandenen Spirale herauszuziehen. Ich finde, die Größe der Spirale könnte etwas größer sein, also mache ich noch eine Windung. Die Führungsspirale ist fertig. Jetzt muss ich sie mit einem neuen Arbeitsröhrchen befestigen. Das breite Ende des Arbeitsröhrchens führe ich von der Rückseite durch das Loch auf mich zu und lasse ein kleines Schwänzchen. Jetzt wickle ich den Rest des Arbeitsröhrchens außen um die Spirale, um Windungen zu formen. Ich drücke das Schwänzchen mit den Fingern der anderen Hand fest, damit es nicht herausrutscht. Als nächstes fixiere ich das Schwänzchen mit der nächsten Windung des Arbeitsröhrchens. Die nächsten Windungen liegen rechts von der vorherigen, also ich mich im Uhrzeigersinn bewegen. An diesem Punkt ist es wichtig, gleichmäßige Abstände zwischen den Windungen zu lassen. Das bedeutet, dass die Windungen in der Mitte dicht aneinander liegen und Außenabstand zueinander haben. Je nach Größe des Lochs in der Mitte der Spirale variiert die Anzahl der Windungen. Bei einem Loch in der Spirale wie bei mir passen etwa 5 bis 7 Windungen. Das ist meine Orientierung.
Nach der dritten Windung habe ich mich entschieden, das Schwänzchen abzuschneiden, da es bereits mit 2 Windungen fest verankert ist. Dann mache ich weiter mit den Windungen im Uhrzeigersinn. Sobald das Arbeitsröhrchen kurz wird, verlängere ich es. Ich habe schon ein paar Zeitungsröhrchen mit Kleber im breiten Ende bereitgelegt. Das dünne Ende füge ich in das breite Ende des neuen Arbeitsröhrchens ein. An der Verbindungsstelle drücke ich vorsichtig zusammen und biege es vorsichtig, um scharfe Ecken bei der Windungsbildung zu vermeiden. Ich drücke auch entlang der Länge zusammen, damit das neue Arbeitsröhrchen flexibel und biegbar bleibt. Und fahre fort, die Spirale weiter zu umwickeln. Diese Flechttechnik besteht im Wesentlichen aus Schlaufen. Das Führungsröhrchen, weiß in meinem Fall, bildet neue Reihen und das Arbeitsröhrchen, braun, umwickelt die Führung in Schlaufen. Ich möchte auch eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Windungen nicht zu fest angezogen werden müssen. Ja, die Windungen sollten fest auf der Oberfläche der weißen Röhrchen liegen, aber nicht zu straff. Ich mache die letzte Windung und die erste Reihe ist fertig. Ich korrigiere die Windungen, damit sie ungefähr den gleichen Abstand haben. Ich habe 7 Windungen gemacht, damit die Schlaufen innerhalb der Spirale aneinander liegen und sich nicht kreuzen. Ich verlängere das Führungsröhrchen weiß, bevor ich mit dem Flechten der zweiten Reihe beginne. Die Verlängerung des Führungsröhrchens machen wir genauso. In das breite Ende des neuen Zeitungsröhrchens gebe ich etwas Kleber. Das dünne Ende füge ich in das breite Ende ein und drücke das Zeitungsröhrchen über die gesamte Länge flach, damit es eine gleichmäßige Biegung hat. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Reihe. In allen folgenden Reihen besteht das Flechten ebenfalls aus Schlaufen. Die neuen Schlaufen umwickeln nicht nur das Führungsröhrchen, sondern gehen auch durch die vorherigen Schlaufen und Reihen. Ab diesem Moment wird das Ahle benötigt, um das Einfädeln des Zeitungsröhrchens zwischen den Reihen und Schlaufen zu erleichtern. Ich stecke das Ahle links von der Schlaufe und unter einer Reihe, unter einer Windung des weißen Zeitungsröhrchens. Das Ahle wird schräg unter der Schlaufe eingeführt. Auf der Vorderseite wird das Ahle links von der Windung eingeführt und auf der Rückseite rechts von der Windung herausgezogen. Und gleichzeitig unter der vorherigen Reihe. Ich ziehe das Ahle heraus und schiebe das Arbeitsröhrchen durch diese Stelle. Das Ahle ist dafür da, Platz für das Arbeitsröhrchen zu schaffen und den Durchgang vorzubereiten. Eine Schlaufe ist fertig. Ich wiederhole die gleichen Schritte für jede weitere Schlaufe. Die Schlaufen müssen nicht zu fest angezogen werden. Die Windungen sollten dicht, aber nicht zu straff sein. Das Arbeitsröhrchen muss in Zukunft nämlich durch jede Schlaufe geführt werden. Meiner Meinung nach ist nur die zweite Reihe am schwierigsten zu flechten. Die Windungen liegen beim Erstellen und Formen der Spirale sehr dicht beieinander. Gerade in der zweiten Reihe ist es am schwierigsten, Platz für das Arbeitsröhrchen zu schaffen. Ab der dritten Reihe wird der Prozess der Platzvorbereitung viel einfacher und schneller. Ich muss zugeben, dass meine Erklärung in Worten ziemlich verwirrend sein könnte. Also schaut euch an, wie es aus nächster Nähe funktioniert. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Gelingt es mir, den Flechtprozess nicht nur zu demonstrieren, sondern auch zu erklären? Ich freue mich über eure Meinung und Rückmeldungen, denn nur so kann ich meine Videotutorials verbessern. Ich zeige euch einen kleinen Lifehack, mit dem ihr die Zeitungsröhrchen schneller verlängern könnt. Das Verlängern des Arbeitsröhrchens ist der häufigste Prozess.
Um ihn zu beschleunigen, gebe ich Kleber sofort in die breiten Enden mehrerer neuer Zeitungsröhrchen. Ich halte sie in der Nähe, griffbereit. Wenn nötig, nehme ich einfach sofort ein neues Zeitungsröhrchen mit Kleber darin. Das macht den Prozess etwas schneller. Allerdings solltet ihr nicht zu viele Zeitungsröhrchen auf einmal mit Kleber füllen. Denn ihr müsst die Röhrchen verwenden, bevor der Kleber darin trocknet. Während ich diesen Korb in dieser Technik flechte, achte ich nicht besonders auf die Position der Verbindungsstelle. Idealerweise sollten alle Verbindungen unter den Schlaufen oder zumindest auf der Rückseite liegen. Aber ehrlich gesagt flechte ich sehr selten mit solch dünnen Zeitungsröhrchen. Und für mich ist das Verlängern solcher dünnen Röhrchen schon wie eine feine Kunst unter dem Mikroskop. Die Position der Verbindungsstelle genau zu berechnen, ist daher eine ziemlich schwierige Aufgabe für mich. Ich habe mich deshalb entschieden, diesmal nicht so genau auf die Position der Verbindungsstelle zu achten. Ich mache es einfach, wie es ist. Dann flechte ich weiter bis zum Ende der Reihe. Achtet beim Flechten auch auf das Führungsröhrchen, in meinem Fall das weiße Zeitungsröhrchen. Es sollte parallel zur vorherigen Reihe verlaufen, dann wird der Kreis gleichmäßig und flach. Die zweite Reihe ist fertig. Ich beginne mit der dritten Reihe. Das Prinzip bleibt dasselbe. Das Arbeitsröhrchen wird unter der vorherigen Reihe und schräg innerhalb jeder Schlaufe der vorherigen Reihe hindurchgeführt. Nach diesem Prinzip wird jede Schlaufe geflochten. Mit jeder neuen Reihe wird der Abstand zwischen den Schlaufen größer. In der vierten Reihe habe ich beschlossen, die Anzahl der Schlaufen zu erhöhen, um den Abstand zu verringern und das Flechtwerk dichter zu machen. Vor Beginn der vierten Reihe habe ich beschlossen, den Anfang der Reihe zu markieren. Später habe ich dann aber gemerkt, dass die Markierung eigentlich keine Rolle spielt und keinen Sinn hat. Wenn der Kreis immer größer wird, bringt die Markierung nichts mehr, um den Anfang der Reihe zu bestimmen. Besonders beim Flechten mit dieser Technik und nur Grundschlaufen. Das macht also keinen Sinn, den Anfang der Reihe für dieses Muster zu markieren. In der vierten Reihe mache ich die erste Schlaufe wie gewohnt, unter der vorherigen Reihe und durch die Schlaufe in der vorherigen Reihe. Als nächstes wickle ich die Schlaufe nur um das Führungsröhrchen. Ich platziere sie zwischen zwei Schlaufen der vorherigen Reihe. Die dritte Schlaufe geht wieder durch die Schlaufe der vorherigen Reihe. Auf diese Weise fügt sich eine neue Schlaufe hinzu. Für mich fühlt sich das stark wie Häkeln an. Es fühlt sich an, als würde ich Luftmaschen hinzufügen. Während ich diese Reihe flechtete, hatte ich den Satz im Kopf:
eine normale Schlaufe. Die nächste ist eine Luftmasche, eine normale, eine Luftmasche. Wie ihr bereits verstanden habt, folgt nach der normalen Schlaufe, die durch die vorherige Reihe und schräg durch die Schlaufe in der vorherigen Reihe geht, eine Schlaufe, die nur das Führungsröhrchen umwickelt. Und so weiter bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe wird sich die Anzahl der Schlaufen verdoppeln. Dadurch wird das Geflecht für eine Weile dichter. Ihr könnt in beliebiger Reihe Schlaufen hinzufügen, wie ihr möchtet. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Abstand zwischen den Schlaufen zu groß geworden ist und das Geflecht zu locker aussieht, flechtet einfach eine Reihe mit zusätzlichen Schlaufen. Weil meine Arbeitsröhrchen dünn sind, hatte ich das Gefühl, dass das Geflecht zu locker wurde in der 4. Reihe. Ihr könnt auch mehrere Schlaufen gleichzeitig hinzufügen. Dadurch wird die Dichte des Geflechts noch stärker erhöht. Alles liegt in eurem Ermessen und eurem kreativen Blick. Als die Reihe fertig war, dachte ich mir, dass die Anzahl der Schlaufen und ihre Dichte für mich so passen. Und in der neuen Reihe beginne ich, alle Schlaufen in der vorherigen Reihe mit normalen Schlaufen zu umwickeln, einschließlich der neuen Luftmaschen. Das Prinzip bleibt gleich. Ich bereite den Durchgang für das Arbeitsröhrchen wieder schräg vor. Und dann führe ich das Arbeitsröhrchen in den vorbereiteten Durchgang ein. Dann flechte ich einfach weiter, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Während des Flechtens wird der Kreis ja größer und damit auch der Abstand zwischen den Schlaufen. Deshalb habe ich die Anzahl der Schlaufen in den Reihen mehrmals erhöht, genau auf dieselbe Weise, indem ich Luftmaschen hinzufüge. Und in den folgenden Reihen jede Schlaufe in der vorherigen Reihe durchflechte. Ich denke, das Grundprinzip des Flechtens eines runden Bodens ist klar und einfach. Deshalb werde ich jetzt demonstrieren, wie man das Flechten anhebt, um die Wände des Korbes zu beginnen. Dem Korb die gewünschte Form zu geben, ist in dieser Flechttechnik sehr einfach. Wenn ihr beispielsweise die Wände des Korbes flechten wollt, müsst ihr nur das Führungsröhrchen, das Weiße, manövrieren. Das heißt, ihr platziert es einfach oberhalb der vorherigen Reihe. Die Schlaufen werden dabei genauso geflochten. Das Einzige, was sich ändert, ist die Position des Führungsröhrchens. Und meiner Meinung nach ist dies der einfachste Übergang vom Boden zu den Wänden des Korbes, indem ihr das Führungsröhrchen im gewünschten Winkel anordnet. Wenn ihr das Führungsröhrchen oberhalb der vorherigen Reihe platziert, wie ich es gemacht habe, bildet sich ein deutlicher Übergangswinkel vom Boden zu den Wänden. Wenn ihr einen sanften Übergang haben wollt, müsst ihr das Führungsröhrchen in jeder neuen Reihe ein bisschen verschieben.
Es gibt also viele Möglichkeiten, das Führungsröhrchen zu manövrieren. Auf diese Weise könnt ihr Körbe in verschiedenen Formen herstellen, sei es zylindrisch, kugelförmig oder konusförmig. In der ersten Reihe ist der Übergang noch nicht sehr klar und sichtbar, aber mit jeder neuen Reihe wird dies deutlicher. Das Flechten der zweiten und aller folgenden Reihen unterscheidet sich nicht vom Flechten der ersten Reihe der Korbwände. Ihr platziert das Führungsröhrchen oberhalb der vorherigen Reihe und flechtet die Schlaufen auf die übliche Weise. Flechtet weiter bis zur gewünschten Höhe. Ich wollte den Korb schön abschließen und ihm ein fertiges Aussehen verleihen. Deshalb habe ich beschlossen, die letzte Reihe vollständig zu flechten und den Raum zwischen den Schlaufen auszufüllen. So wie wir es auch beim Flechten des Bodens gemacht haben, einfach neue Luftmaschen hinzufügen. Aber fügt nicht nur eine Schlaufe hinzu, sondern so viele, wie zwischen die Schlaufen passen. Macht also möglichst viele dichte Wicklungen um das Führungsröhrchen, um den Raum zwischen den Schlaufen in der vorherigen Reihe vollständig auszufüllen. Sobald der Raum zwischen den Schlaufen ausgefüllt ist, wird die nächste Schlaufe wie gewohnt schräg durch die Schlaufe in der vorherigen Reihe geführt. Wiederholt die Schritte einfach. Der Abstand zwischen den Schlaufen war bei mir nicht ganz gleichmäßig, daher passen an manchen Stellen 4 Luftmaschen und an anderen 3. Aber das ändert nichts an der Sache. Setzt diese Wicklung bis zum Ende der Reihe fort.
Am Ende der Reihe schneidet ihr einfach das Führungsröhrchen in einem scharfen Winkel ab und macht weiterhin enge Wicklungen. Sobald die Reihe geschlossen ist und alle Wicklungen eng aneinander liegen, müsst ihr nur noch das Arbeitsröhrchen abschneiden. Ich schneide es von innen ab und so nah wie möglich am Geflecht, damit es weniger auffällt. Ich habe den Bereich zur Sicherheit mit Kleber fixiert. Und diesen Stumpf im Geflecht zu verstecken, damit er überhaupt nicht sichtbar ist. So, das war's. Der Korb ist fertig. Jetzt muss der Korb nur noch lackiert werden, damit er wasserfest wird und robust sowie langlebig bleibt. Ich lackiere den fertigen Korb mit einer Lösung aus wasserbasiertem Holzlack. Verdünnt im Verhältnis 1:2, mehr Wasser. Mit dieser Lösung male ich sowohl die Innenseite als auch die Außenseite des Korbes gründlich an, damit die Lösung gut in jede Ritze eindringt. Dann bleibt nur noch, den Korb vollständig trocknen zu lassen. Während des Trocknens empfehle ich, den Korb gelegentlich zu wenden, damit sich der Lack gleichmäßig verteilt und keine Tropfenbildung entsteht. Wenn der Korb vollständig getrocknet ist, kann man ihn verwenden. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Tipps zur Wurzelflechttechnik geben. Diese Technik ist eigentlich nicht schwierig, aber wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist sie sehr mühsam und erfordert viel Geduld. Die Wurzelflechttechnik ist auch mit Zeitungsröhrchen möglich, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Sie müssen sehr flexibel und robust sein, da sie viele Biegungen machen und oft aneinander reiben. Nicht alle Arten der Färbung sind für diese Flechttechnik geeignet. Am besten färbt man die Zeitungsröhrchen mit Beize, dann kommt noch eine Schutzschicht aus klarem Holzlack drauf oder man färbt nur mit farbigen Holzlacken. Diese Färbemethoden sind nicht mehrschichtig und die Hauptschutzschicht aus Lack bildet einen elastischen Film auf den Zeitungsröhrchen. Dadurch können sie viele Biegungen machen, ohne dass die Farbe abplatzt. Diese Färbemethoden haben aber auch Nachteile. Der Hauptnachteil ist, dass Beizen und farbige Holzlacke den Zeitungsdruck nicht vollständig abdecken können und sich am besten für das Färben von Röhrchen aus mattem Papier wie normalen Zeitungen eignen.
Deshalb habe ich für die Arbeitsröhrchen gewählt, die ich aus normalen Zeitungen gedreht und anschließend mit selbstgemachter Beize gefärbt habe. Und in dieser Hinsicht habe ich die richtige Wahl getroffen. Die Zeitungsröhrchen, die auf diese Weise gefärbt wurden, sind sehr elastisch, flexibel und robust geworden, so dass das Flechten auch in der Wurzelflechttechnik angenehm war. Allerdings habe ich mich bei der Größe der Arbeitsröhrchen verschätzt. Und jetzt erzähle ich euch, was genau schiefgelaufen ist und wie alles begann. Letztes Jahr habe ich einen alternativen dünnen Stricknadel vorgestellt. Diese Alternative habe ich aus einer Wunderkerze gemacht. Ich habe das Pulver entfernt und der Stab wurde meine sehr dünne Stricknadel. Es war am angenehmsten und einfachsten Zeitungspapier, um eine so dünne und kurze Stricknadel zu drehen. Sie hat im Vergleich zu Hochglanzpapier eine bessere Haftung, wodurch es einfacher ist, dünne Zeitungsröhrchen zu drehen. Auch die Blattlänge ist wichtig. Da der Stab recht kurz war, habe ich auch die Papierblätter in der Länge zugeschnitten, damit es einfacher war, die Zeitungsröhrchen gleichmäßig über die gesamte Länge zu drehen. Aber das war ein kleiner Exkurs. Alle Details und Feinheiten des Drehens von Zeitungsröhrchen habe ich in einem anderen Tutorial erklärt. Der Link dazu befindet sich ebenfalls in der Videobeschreibung. Nun, ich war unglaublich neugierig, wie viele Zeitungsröhrchen ich drehen könnte. Angesichts der Tatsache, dass der Stab der Wunderkerze nicht aus dem stärksten Metall besteht. Zu meiner großen Überraschung habe ich etwa 1000 Zeitungsröhrchen gedreht. Und der Stab war immer noch nicht gebrochen und geeignet, um dünne Zeitungsröhrchen herzustellen. Aber ich hatte eine neue Frage. Für welches Projekt wären solche dünnen, aber auch kurzen Zeitungsröhrchen aus normalem Papier geeignet? Und ich dachte, dass sie sich genau für die Wurzelflechttechnik eignen würden. Ich dachte, dass dünne Zeitungsröhrchen eine dichte Textur erzeugen und dem Produkt einen besonderen Charme verleihen würden. Die kurzen Zeitungsröhrchen verhindern außerdem, dass sie schnell ausfransen und abgenutzt werden, bevor man sie verlängern muss. Das macht Sinn und ist eigentlich logisch. Aber das Flechten nur mit dünnen Zeitungsröhrchen ist ziemlich anstrengend und zeitaufwendig. Deshalb habe ich beschlossen, dickere Zeitungsröhrchen als Führung zu verwenden, um den Flechtprozess wenigstens etwas zu beschleunigen. Das hat den Flechtprozess etwas beschleunigt und eine interessante Kombination aus Weiß und Braun hinzugefügt. Aber das Flechten mit dünnen Zeitungsröhrchen war immer noch sehr langwierig. Ehrlich gesagt habe ich irgendwo in der Mitte des Flechtens dieses Korbes bereits an mir gezweifelt und dachte nicht, dass ich dieses Projekt jemals beenden würde. Deshalb, wenn ihr diese Flechttechnik ausprobieren möchtet, mein Haupttipp: Flechtet zumindest den ersten Korb mit normalen Zeitungsröhrchen, um herauszufinden, ob euch diese Technik gefällt oder nicht. Für mich habe ich festgestellt, dass diese Flechttechnik nichts für mich ist, obwohl diese Flechttechnik einige erhebliche Vorteile hat, wie zum Beispiel: Man kann überall flechten, ob im Sitzen, Liegen, am Tisch, auf dem Sofa oder sonst wo. Auch in dieser Flechttechnik ist es sehr einfach, verschiedene interessante Formen von Körben zu erstellen. Ihr braucht keine zusätzlichen Formen. Das ist wirklich super und irgendwie einfacher als das klassische Flechten. Für mich habe ich jedoch festgestellt, wenn ich mich wieder für diese Technik entscheide, dann definitiv nicht aus dünne Röhrchen. Vielleicht sollte ich dickere Zeitungsröhrchen ausprobieren. Mit dicken Röhrchen habe ich in dieser Technik noch nicht geflochten. Vielleicht werde ich dann einen anderen Blick auf diesen Flechtstil bekommen. Ich würde euch und auch mir selbst aber davon abraten, diese Flechttechnik mit dünnen Zeitungsröhrchen zu beginnen. Das ist alles von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und meine Tipps werden nützlich sein. Und ihr werdet diese Flechttechnik mehr lieben als ich. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um keine neuen hilfreichen Videos zu verpassen. Das hilft mir wirklich, den Kanal weiterzuentwickeln und motiviert mich, neue Videos zu erstellen.
Ich wünsche euch viel kreativen Erfolg. Bis zum nächsten Video. Tschüss.